Gut. Hier gibt es etwas zu untersuchen und das nehmen wir natürlich gleich in Angriff. No bunks available, das ist mir jetzt egal, ich brauche jetzt eh kein Bett gerade. Wir untersuchen ja gerade einen Hinweis. The bunk is a mess and reeks of booze. Searching through the sheets, blankets and pillow, you find an old photograph that has seen a lot of wear. Ein altes Foto, was zeigt es uns? The picture is of a blonde boy and girl, both about age 14, sitting on a dock at the edge of a lake. They appear to be twins. The boy has his arm tight around the girl's shoulders and is mugging for the camera. The girl is planting a kiss on his cheek while making rabbit ears behind his head with her fingers. Anscheinend ein Foto von besseren Zeiten. Glücklicheren Zeiten. Aber das scheint jetzt weniger interessant zu sein, denn auf der Rückseite gibt es auch noch etwas zu entdecken. Written in a woman's hand are the words Sam and Jessica, Lake Sammamish State Park, Summer 2040. 2040. Sam und seine Schwester. Sam Watts wahrscheinlich und seine Schwester Jessica. 2040 waren sie 14. Also ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das Spiel spielt. Ich habe es nicht im Kopf, aber es ist schon ein Stück weit nach vorne. Dann stecken wir erstmal das Foto ein. Vielleicht hilft es uns weiter. Und Paco macht gerade einen Abgang. Hat Coyote uns doch was zu sagen? Hey Coyote. Alles klar? You're back. I think the highlights of the Wolves game will be on soon. Wanna take a load off and watch with me? Ja, möglich, aber erstmal geht's hier um Sam. Hat er eine Schwester? Her brow furrows. Yeah, I think he did. He mentioned her once. Didn't sound like they got along all that well. Es ist also tatsächlich Sams Schwester. Und das Foto hat definitiv aus besseren Tagen, als sich die beiden noch verstanden, was jetzt nicht mehr der Fall zu sein scheint. Aber es sind auch viele Jahre ins Land gegangen. Doch da mischt sich Dresden ein. Was hat der auf einmal für uns? Your comlink chirps. And the screen shows John Dresden, the corona from organ grinders. He doesn't look happy. Dresden, alte Knochensäge, gut um von dir zu hören. Hey, Angel, we gotta talk fast. Looks like the Ripper got another one. The victim worked at the NTSB investigation facility down on the docks. Okay, bist du dort? Yeah, you better get there here quick, before McCluskey arrives. The image on your PDA dissolves as the call ends. Another Ripper murder. Where? The docks, I gotta go. Okay, listen, I want to help. You dragged me out of the rail before. Something bad happened. Worse than getting my arm torn off. And Sam was my friend. You head to the docks and I'll see if I can track down Sam's sister, Jessica. She might be able to help us. Thanks, I appreciate the help. Wir können definitiv jede Hilfe brauchen, aber erstmal müssen wir uns ganz schnell zu den Docks begeben. Wir wollen ja diesem McCluskey nicht die Chance geben, uns irgendwelche Beweise vorzuenthalten. Auch wenn für ihn die Beweise nur ein Weg zur Beförderung sind. Ein Taxi zu den South Seattle Docks nehmen? Ja klar. Und zwar ein bisschen zackig. The South Seattle Docks. Leaving the seamstresses union behind, you head to the docks. The Ripper killed Sam. Maybe he or she slipped up with the latest victim. Left some useful evidence. Only one way to find out. South Seattle's your typical industrial area. Grit, grime and grey. The rain doesn't help matters any.
Layers of dirt mixed with abandoned wooden pallets, repurposed into makeshift furniture for the day workers. Garbage collects in the gutters of the broken down street. Disreputable is this district's middle name. Your destination, the National Transport Safety Board warehouse, is located on a small strip of dock toward the less maintained end of the waterfront. Despite the presence of those who linger in such places, it's quiet as you approach the gate. Also einfach werden wir da sicher nicht reinkommen. Ja, jemand, der etwas zu sagen hat? Der oder die hier drüben? Na, schauen wir mal. Vielleicht ist irgendwas Interessantes hier. Ah, nur eine vom Straßenstrich. Die werden uns nicht viel. Oh, da. Yeah, the bums around here been stealing old crap from the place for years. Not worth my time, though. Okay, Info aber nicht so interessant. Hier haben wir ein paar Anhänger mit Flugzeugsitzen, ein paar Kisten. Und hier müssen wir irgendwie rein. Ein Cop ist schon hier. The guard looks bored. He toys with his gun absent-mindedly. Like he might shoot something on a whim just to watch it die. Hey, you're about to trespass on corporate property. You're lucky to get dusted streets come. Ja, mach dich nur wichtig. Hey. Aber ich arbeite doch mit Dresden. I'm working with the Corona Bros. Open the gate. Sure you are. I'm Lawfare, the King of Dragons. Beat it. So viel dazu. Aber so ab so leicht da hinten, wir haben eine Leiter. Hey, that's mine. Who raised there, a pack of wolves? That letter's rightfully mine. Ah, ich sehe, wir haben ausreichend Charisma. Wir brauchen ja nur kurz zum Ausbauen. I'm not taking it far, I just need a little boost over the fence. Ah, you're breaking into the NTSB warehouse too. You see any of them airplane blankets or pillows? Snag me one. Okay. Schauen wir mal, was ich für dich tun kann, aber ich habe erstmal Wichtigeres zu tun. Aber... gute Frage, wo... Hier hinten geht's ja nicht weiter durch, oder? Nee, nur bis hier. Aber solange der Wächter hier ist, werden wir auch mit der Leiter nicht drüber kommen. Oder nicht so leicht. Oh, das Teil sieht ja fancy aus. Auch wenn wir irgendwie Kabel raushängen, aber... Schon echt geiles Ding. Na, sowas will ich auch nicht Nein dazu sagen. Vielleicht kann ja die Dame hier uns helfen. Hey, you looking for a good time? Not me, a friend of mine. I needed to have some fun with the guard by the fence around the corner. She looks at you knowingly. Alright, 20 buys a 5-minute distraction. Then I gotta get back to work and then some real Nuyen. Ja, 5 Minuten reichen uns schon. Aber schnell. Und hopp. Schon sind wir drin. Das doch zu einem, will ich mal sagen, ganz annehmbaren Preis. Für einen 20? Das geht doch. Schnell rein da, bevor der Wächter mir einen Blick rüberwirft. The warehouse. Inside, the large grey warehouse is as typical as the outside. High ceilings adorned with girders and rickety catwalks top a huge utilitarian room. Concrete and steel walls meet a concrete floor. This is a place for storing things and nothing more.
Despite the quiet on the outside, the inside is a hornet's nest of Lone Star officers going about their business. In the center of the activity is the Emerald City Ripper's latest victim. With uniforms everywhere, no one stops you at the door. It seems this case hasn't leaked to the press. Yet. Lone Star or no, you got a job to do. Und unseren Job werden wir erledigen, hoffentlich bevor der blöde Klasky eintrifft. Okay, wir können erstmal hier nur mit dem Officer hier reden. You again. How'd you find out about this murder? The press hasn't even picked it up yet. I have my sources. Listen, officer, I'm just trying to do right by a client. Mind if I look around? Whatever. I've better things to do, like find the Emerald City Ripper and make something of myself. We've gone through the researcher's computer, and I've suspicions this is a copycat crime. The victim worked here at the NTSB warehouse as a black box researcher. Die NTSB? Was ist die schon wieder? The National Transportation Safety Board. This warehouse is used to go the wreckage from plane crashes to determine what happened. The WEC was in charge of the highest priority investigation at the moment. We've gone through the victim's computer and his case notes indicate that he was selling secrets. Idiot got records. Okay, der gute Mann, der jetzt tot ist, hat irgendwelche Sachen wohl ähnliche Informationen verscherbelt. Was auch immer es war. Wahrscheinlich irgendetwas, was mit seinem Fall zu tun hatte. Und halt diese Kiste hier? Das schaut nicht nach High Profile aus mit so einer ollen Mühle. That'll get you killed quick. You're dead. Some runner like you probably offed him to cover up his court master's involvement and tried to make it look like a Ripper killing. Here's the office key. Check it out for yourself if you want. Ja, machen wir doch. Immerhin halten die paar Typen uns nicht auf. Hier. Da ist ja der PC. The computer is locked with a two-factor encryption key. Wir haben zu wen... okay, wir müssen erst... Hier lief der Computer. Und jetzt können wir das Karma ausgeben. Spend Karma. Strength, Intelligence, Decking. Decking! So. Wir haben noch 8. Spirit Summoning brauchen nicht Conjuring. Maximum for Trolls, okay. Trolle können nicht so viel Charisma haben. Interessant. Orks können etwas mehr haben. Menschen und Zwerge noch mehr. Und Elfen haben das. Wir sind eine Elfe. Wir haben die höchste maximale Charisma mit 12. Interessant, das wusste ich auch noch nicht. Könnten auch unseren Waffenskill noch etwas aufrüsten. Hier Rifle. Geben wir nochmal 2 Punkte aus. Dort geben wir auch noch. Und hier geben wir den Rest rein. Das sollte für den Moment doch langen. Also. Versuchen wir es nochmal. Decking 4. Send a dummy token upstream and packet sniff what returns. Das funktioniert doch wunderbar. The autocrack in a DEX program easily pieces together a real token from the data within the returning authentication key. The cyber terminal unlocks. Okay. Hier sind die Notizen für Akte Nummer 95.
Case File 95. Federated Boeing Jetliner IDN 2305 Corporate Owner RS. The plane had several mechanical issues resulting in a mayday at 3:04 a.m. on June 17th, 2053. 2:45 a.m. Pilot reported that the altimeter was reading in the negative values. Also ihr Höhenmesser hat einen negativen Wert ausgespuckt. Ist das dann ein U-Flugzeug oder so? Fliegt in einem Tunnel? 2:49 am, Co-Pilot übernimmt das Steuer, als der Pilot die Kabine verlässt, um im Heck des Fliegers nachzuschauen. Ah, es geht noch weiter. 2:58 am. Der Pilot kann weder kontaktiert noch gefunden werden durch die Steward. 3:04 am. Co-Pilot sendet ein Mayday. 3:12 am. Das Flugzeug crasht in ein leeres Feld in westlichen North Dakota. Aha. Der Pilot ist also verschwunden. Das Flugzeug hat gesponnen und dann ist er abgestürzt. Das hilft uns jetzt nicht groß weiter, aber es ist ganz interessant. Case File 96. Pratt & Whitney Unmanned IDN 372 Corporate Owner Ares. Schon wieder Ares. Etwas Unbemanntes. Und alles gelöscht. Kann ja nichts mehr rausfinden. Ein Casefile haben wir noch, aber die Datei ist beschädigt. Die hilft uns hier nicht so wirklich weiter. Aber wir haben noch seine Privatnotizen. Was zeigen die uns? Ich werde erstmal den Schluck hier nehmen. Der ganzen Leserei kriegt mir eine trockene Kehle hier. The notes that appear on screen pertain to a NTSB case file number 96. The crash of an Ares jetliner near the UCAS and CO Nation border. The crash is reportedly the result of an equipment failure. Reading further into the investigator's notes, however, you find substantial evidence linking the crash to an experimental Renraku research initiative. This information could be worth a great deal to the right buyer. You download the researcher's notes to your PDA. Interessant, der Crash, so offizieller Abschlussursache, technisches Versagen, aber schon wieder Renraku. Mit denen hatten wir schon zu tun. Und irgendwas hatten die da im Geheimen vor. Höchst mysteriös. Das war aber mal alles hier von diesem PC. Schauen wir, was wir sonst noch finden. Hier ist noch ein Schrank, wo wir reinschauen können. Ja, der haben immer allen möglichen Kram in ihrem Schrank. This appears to be the victim's locker. The door is slightly ajar. Inside you see several of the dead man's personal items. Okay, wir haben eine Zahnbürste und einen Kamm. Was können uns eine Zahnbürste und ein Kamm sagen? The blue toothbrush is still wet from being used. It smells of mint and cigarettes. Okay, das sagt uns, dass er sie vor noch nicht allzu langer Zeit benutzt hat. Der Kamm with black plastic and has some viral gray hair stuck in it. Okay. Drahtiges graues Haar. Wenn er sich kämmt, dann steckt da wirklich sein Haar drin. Wer ist sie hier? Shannon Halfsky. Master Twin, ich grüße. Master Venom, ich grüße zurück. Mal kurz reinschauen, bevor ich die Kids bespaßen darf. Ja, immer viel zu tun mit Kids, oder? Ich selber ja keine habe. Bleibt mir mehr Zeit für solche Sachen. Aber freut mich, dass du wieder reinschaust. So, reden wir mal mit Shannon Halfsky. You're not a cop. She looks up, watching you warily.
I see you've been praying. Do you know the deceased? Yes, he's my older brother. I've asked Bear to help me speak to him. She shakes her head, looking like one who has found herself lost for the first time in her life. Ihr älterer Bruder, hier tot und ausgenommen. But I'm afraid his spirit is too disoriented by his recent journey to answer me. Zweimal das Streamers interrupts. Naja, solange so der Stream ist, was interruptiert wird und nicht andere Sachen. You're a shaman. Yes, for all the good it's doing me. If I could make contact, I might be able to deliver justice and allow my brother's spirit to rest. I can tell you're used to shouldering a heavy burden, but maybe there's an easier way. She looks at you, the flattery largely failing to affect her, given the circumstances. But then inspiration dispels the dark clouds surrounding her. Perhaps. My brother's spirit is too weak, that's a given. Citizen Venom hat schon 16 Stunden und 16,25 Stunden hier zugesehen und schon fast 2000 Credits gesammelt. Nice. She closes her eyes and concentrates, droning a low chant you can barely hear. Yes, there are other spirits who may be of help. Her features harden in frustration, as if she's searching for something that remains elusive. Sighing, she opens her eyes and fixes you with a stare. Hossa! Und auch schon ein Lieutenant. Ja, da war schon eine Beförderung drin. Ja, ich habe so Navy-Ränge hier für das hier eingefügt. Ja, bis rauf zum Flottenadmiral oder so. Geht's? But I can't do it alone. What do you need? Was brauchst du? This warehouse contains the spirits of plane crash victims trapped between worlds. They wish to help. They wish to be heard. And I think they have something to say about my brother's murder. Lone Star won't let me in there, but you seem to have the run of the place. If you can find personal items that belong to the victims, I believe that I can summon a spirit to speak with us. I need at least 2 such objects. Can you find them for me? Na klar, wir helfen so natürlich. Was dir hilft, hilft auch uns. So, Dresden. Angel, wait, you still working for that, man? Gebe mein Bestes, der Flotte zu dienen, Sir. Sir. As I can say, they got another Ripper victim on our hands. Looks like business is good for Darlingmore these days. Yes indeed. The victim's male, mixed Native American descent, age 38. Based on the condition of the body, it looks like he was killed around 2 in the morning. Cause of death unknown. Several internal organs were removed from his body after death, quite gruesomely. I'm not sure if the killer ever knew what they wanted before they started cutting. Not much else to tell yet, really. He does have a lot of pre-existing scar tissue, so he probably had a major surgery at some point in recent history. Unfortunately, with the organs gone, I can't determine the nature of their surgery. Nice hole where his chest was. So, what was on the butcher's shopping list?
Well, the killer definitely took the lungs. The more I look at it, though, the other missing organs may just be eviscerated within the chest cavity. Sounds like the Ripper is taking a different trophy from each victim. Sam's liver, this guy's lungs. Any theories? Ja, er nimmt von jedem was anderes. Sorry, I don't do theories. I'm just a scientist who happens to prefer dead people. However, while there was massive damage in the chest cavity, I can see that the victim's lungs were transplants, which is interesting, since another victim's missing heart was also a transplant. Granted, modern medicine has made organ transplants relatively easy, but it's an odd coincidence. But as a scientist, it's just that, a coincidence. This is only the third body I've personally examined. One of our other branch managers handled the other two. If I find that more of the victims had organ transplants, I'll let you know. Okay, wir wissen also, dass die Lungen, die ihm gestohlen wurden, Transplantate waren und von dem anderen das Herz war auch ein Transplantat. Und von dem Rest wissen wir es nicht. Und was mit McCluskey? McCluskey couldn't find his ass with both hands. Don't tell him I said that, though. Ja, so wirkt er auch auf mich. Nichts außer die nächste Beförderung vor Augen. Ob er den Killer jetzt oder in einem Monat findet, ist ihm völlig egal. Und das mit dem anderen Officer hier? Iguy would love to solve it before McCluskey and get his gold detective sheet. Plus, he'd love to see McCluskey suck it in front of his superiors. He's already tried to bribe me to keep information from McCluskey and slip it to him. I'm inspired by the tireless pursuit of justice. Ja, hast du das Geld genommen? He grins from ear to ear. Do you have any idea how much this job pays these days, man? I don't think McGuire's office salary is going to do much to sit Smith helping him. Okay, mit der Frau haben wir schon geredet. Ich schaue mich mal um. Ein bisschen haben wir schon umgeschaut. Wir haben schon mit Shannon geredet, der Schwester des Toten. Und schauen wir mal weiter hinten, hier in das Lager. Okay, Teile eines Flugzeughülle. Teil eines Rumpfs, sie haben ein Triebwerk. Keine Ahnung, aber schaut auch irgendwas nach Triebwerk aus. Und das ist hier, in diesem Haufen. There's a large pile of old shoes in the ground next to the airplane seats. They could be discarded luggage, or possibly the shoes worn by the occupants of the plane at the time of the crash. Okay. Wir haben ein paar Schuhe. Ob uns die helfen, oder besser gesagt, ob sie Shannon helfen. Wobei, damit helfen sie ja wieder uns. Sorting through the shoes, you realize that there are 3 shoes with no matching pair. A left blue sneaker, a right high heel pump, and a left black dress shoe. The dress shoe is a black lace-up with a rubber sole. Nichts so Außergewöhnliches. The pump is a department store knockoff of an Italian brand. It is otherwise unremarkable. Okay, eine billige Kopie, nichts weiter Tragisches. The sneaker is a child's and has a musty, sweaty smell. Oddly, you get a sort of shock, as if from static electricity when you touch it. This must be one of the items the shaman was looking for. You take the shoe. Okay, wir haben einen Schuh. Wir brauchen aber mindestens 2 Items. Ah, da hinten. Hier ist noch was. It's hard to say whether this is a heap of items and refuse covered from a plane crash, or simply trash that hasn't been taken out yet. Ja, vielleicht ist da unter dem ganzen Müll irgendwas Nützliches. A sticky substance of some sort seems to have seeped through the trash pile, and your hands are quickly covered with the stuff. After searching for a minute, you unearth a handful of interesting items.
Interesting items. Was ist ja so interessant? Ein Ohrring. The earring is made out of burnished steel, formed into the shape of a small salmon. An intense, primal fear washes over you as you touch its surface. This must be one of the items the shaman was looking for. You take the earring. Okay, ein Ohrring in Form eines Lachs. Ja, warum nicht? Jedem sein Geschmack. Klar. Dented lunchbox. A dented tin lunchbox that has seen better days. You can barely make out the face of a grinning troll on the front. Es hat auch nichts weiter und ein Credstick. Surprisingly, the Credstick is still functional. You're slotted into your PDA and 200 Nuyen is added to your account. Naja, wie auch immer der Besitzer dieses Credsticks war, er braucht ihn jetzt ja nicht mehr. So, hier weiter nach hinten geht's noch nicht, da ist auch zugesperrt. Aber wir haben ja die Adams. Klar haben wir Adams, wir haben aber vor allem Items für Shannon. Hallo Shannon, da sind wir wieder. It feels as though you have found enough objects. Ja, hier, nimm. Ein paar Sachen haben wir gefunden. You hand her the objects you found. She closes her eyes and chants over them for a time. When her eyes open again, they are filled with tears. Thank you. These items are all I will need. It shouldn't take me long to... What the hell's all this? Ja klar, der taucht jetzt auf. Bevor wir fertig sind, natürlich. Dieser Blödmeier von einem Kopf. Officer Aguirre trails after the detective, only meeting her eyes for a moment. She's the victim's sister, sir. There's a crime scene, officer, not some Salish drum circle. Ja, und das ist ihr Bruder, also... Nah, that's a corpse, which makes it my business. Now get the hell out. Come on, if you stay much longer, I'm liable to do something I regret. Or worse, something I'd enjoy. Ja, ist wohl für den Moment besser. Aber wir werden sicherlich einen Weg finden. Wir müssen. Es ist für den Moment die einzige Spur, die wir haben. That man is an ass. She stares staggers at McCluskey from across the warehouse. But there's no helping it now. I should just be grateful that they were able to collect these items before those clots carted everything off. Was mit dem Geist? Können wir den immer noch rufen? Not from here, I'm afraid. Spirits such as these have domains, which they're anchored. We need to get back in there. Wir müssen also näher ran, aber da sind die Cops. Ja, das schaut jetzt nicht gut aus, aber hast du am Abend schon was vor? A little breaking and entering, perhaps, under cover of darkness. You're sure you're up for this? Wenn es bedeutet, dass der Killer deines Bruders nicht noch jemanden umbringt, dann ja. Thank you. Now, since we have the time, we should probably enlist some help. They may post security overnight. And I'm going to go out on a limb and say you know where to find the kinds of people we need. Ja, wir grenzen einfach mal. Good, I'll put up the money if you find the bodies. She produces a fistful of crumpled Nuyen from inside the leather pouch, starts to count it out, then shoves the whole wad at you. Meet me back here at midnight. The spirits will be strong then. Alles klar. Zurück zur Seamstresses Union. Wir brauchen noch ein paar Extras für diese Mission. As you start to leave the warehouse, your comlink chirps in the face of Coyote pops on the screen. Oi, Angel Wee, you're in the middle of something? Coyote looks tense. Just getting jerked around by Lone Star, same old thing. I hear you, her jaw sets. I don't know if I ever told you this,
but I was born in the Royale. BTL pushes like Stevie J ran the squats. Ran my world when I was growing up. Sounds nasty. It was, for all kinds of reasons. I have a cousin, Gino, who's been missing for months. He had the sprawl about a year ago and immediately fell in with some tweakers. Bad guys. They hooked him on high-end dream chips and started using him for all sorts of dreck. I tried to help him, but he pushed me away, then he disappeared. I've been shooting up BTL labs ever since trying to find him. Und wenn du mir jetzt damit kommst, dann schätze ich mal, du hast eine Spur. It's not a lead. Her face lights up. She's running hot, has a serious edge. I know exactly where he is this time. Got an old friend who eyeballed him herself. I'm on my way. Paco's with me, but we could use another hand. You in? I need you right now. I knew you'd come. I'll send you the address. See you soon.